Bismillahirrahmanirrahim. Das ist Sayyidina Medja. Atarika. Sohbat wa khayra fi jamia. Osmanische. Bismillahirrahmanirrahim. Das ist Sayyidina Medja Sultan. Ahmed, du kannst übersetzen. Für ihn. Ja? Schreiben kannst du später. Ich gebe dir das hier schriftlich nachher. Kannst du dann abschreiben. Und, du kannst übersetzen. Ich spreche, dann brauche ich nur Deutsch. Ah nee, Deutsch, nee, geht nicht. Der kann kein Deutsch. Kannst du Deutsch? Wir können auch für ihn übersetzen. Wie? Arif kann auch für ihn übersetzen. Arif kann auch übersetzen. Für ihn. Ja, für ihn. Englisch. Muchlis ist ja auch. Muchlis. Muslim. Muchlis? Muslim? Heißt du Muslim? Ja. Muchlis heißt du. Muchlis. Muslim. Ich dachte, du heißt Muchlis. Muchlis ist auch gut. Muchlis ist auch wahrscheinlich. Ja. Stufe. If you sit next to Zakaria, dann brauchen wir wirklich nur Deutsch, dann brauchen wir nur Deutsch machen. Willst du übersetzen, Arif? Ja, mach mal. Ich kann das machen. Aber der Vater ist auch noch da. Italienisch. Deutsch ist kein. Okay, doesn't matter. We make English, no problem. We make English and German. Der kann sich auch hier hinsetzen. It's not so much. Der kann sich hier hinsetzen. Ich spreche auf Englisch für die drei. Ja? Ja. Okay, komm, Zakaria. Setz dich dahin oder dahin. Dazwischen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Sayyidina, der Sultan. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Größte. Die versteht auch nichts da hinten, die Khalida. Wer übersetzt denn für Khalida da hinten? Ja? Leila oder wer? Wer kann denn Englisch da hinten? Das ist Wetter, dann machen wir doch Englisch halt. Englisch-Deutsch. Ja? Ist so schwierig. Doesn't matter, leave it. I speak English and German, it's not so long. Ja, also Allah subhanahu wa ta'ala ist der Größte. Allahu Akbar. Aber das Wort, was er hier sagt, Maulana Sheikh, ist Azal. Azal? Azali. Azali. Azali Maulana. Azali, was heißt das? Deutsch, ich weiß nicht. Immer bestehend, oder was? Vorewigkeit. Ah, von der Vorewigkeit. Azal. Azal Abad. فوق الزمان. Abad. فوق الزمان. فوق الزمان. Er meint, das ist über der Zeit übergeordnet, also aus der Zeit. Der hat keinen Anfang. Allah war immer, steht hier auch. Allah war immer. He has always been Allah. Difficult to always been. Er war ohne Anfang. Without beginning. There was no beginning. Also, man kann keinen König finden ohne Volk. Es gibt keinen König ohne Volk. Heißt, wenn kein Volk vorhanden ist, dann macht der König keinen Sinn. You cannot find any king without nation. Listen, you cannot find any king without nation, without people. If there's no people, if you cannot no nation, then the king makes no sense. For what he is king? Makes no sense. And
Und der Prophet hat keinen Sinn, wenn keine Ummah vorhanden ist. Prophet makes no sense if there is no Ummah. Because for what he is prophet. Yeah? Only for the Ummah makes sense that there is a prophet. Deshalb war Allah immer da, ohne Beginn. Auch seine Diener. Weil Allah ist Allah für die Menschen, nicht Allah für sich selbst. Allah war immer da, ohne Anfang, auch seine Diener. Weil sonst gibt es nicht Allah, sozusagen. Allah. Wenn du sagst Allah, dann sind auch seine Diener. Sonst ist er nicht Allah. Du brauchst nicht Allah. Du hast nur Allah, weil seine Diener. Ja? Das ist der Sinn hier. That is the reason that Allah was always there, without beginning, and also his servants were there, always. Because otherwise there would not be Allah, no? Because Allah is Allah for his servants. We are saying Allah, no? We are saying Allah, mashallah, our King, our Lord. If we are not saying, we are not existing, there's no Allah. He is, but there's not Allah. Maulana is saying this, that there's Allah and his servant always. Allah is Allah for the human being, for the human beings, not for himself. He doesn't need to be Allah for himself. Hm? Ja, Allah ist Allah für die Menschen, nicht Allah für sich selbst. Und für sein Volk schaffte er für jeden eine private Station in seiner göttlichen Gegenwart als Belohnung oder als Geschenk für die Söhne Adams. Und für sein Volk, for his people, würde man sagen, für seine Leute, schaffte er, Allah, für jeden eine private Station, geistige Station. Oder, ja? Oder du kannst auch sagen, ach nee, Moment, er steht hier, jedem eine private Situation, Station. Eine private Station in seiner göttlichen Gegenwart. Als Belohnung oder als Geschenk für Beni Adam, für die Söhne Adams, ja, kriegt jeder Mensch, den er erschaffen ist, hat eine private Beziehung sozusagen zu Allah, Beziehung zu dem Herrn, eine private Station. Haben wir so übersetzt, aber Makam. Makam. Yeah. Everyone, Allah is Allah for his people, not Allah for himself. We were saying that there's no king without people, or he is only king because of people. King without people makes no sense. This is the meaning. Allah is not for himself, Allah, we wouldn't say Allah, but we are saying Allah, his servant. And he was always, Azal, always, he has been, always, without beginning, and also the servants, us, also, we have been, without beginning. And for his people, he created for everyone a private
station for everyone as a gift, as a thawab, as a gift for everyone. Private station with his Lord. Everyone has. And the people, the servants, souls, they always prayed to their Lord. Always prayed. Ja, und die Söhne Adams, und sie beteten immer zum Herrn. Sie beteten immer zu Allah, immer. Sie hatten in diesem Zustand oder sie hatten keinen Bedarf an Essen und Trinken oder Heiraten. Ja, in diesem Zustand. Von den Seelen ist hier die Rede, von den Seelen. Ja, sie haben keinen Bedarf an Essen und Trinken oder Heiraten. Ja, they had no need, they were always praying to their Lord, and they had no need for eating, drinking and marrying. When we came to this life, when we came to this life, these stations were fixed. Als wir zu diesem Leben kamen, sind diese Stationen oder Makams festgesetzt worden. Wir haben Anfang und Ende nur entsprechend unserer Erscheinung hier, unserer Erscheinung in diesem Körper. Da entsprechend unserer Erscheinung haben wir einen Anfang und ein Ende. We have only a beginning and an end according to our appearance, worldly appearance. You know, worldly appearance. There's beginning and end, only there. Otherwise, no. Dann ist hier noch eine Erklärung, wir sind Erscheinung seiner Macht, seines Attributes Macht. Unsere Erscheinung ist kommt von seiner Macht, von dem Namen Qadir, Macht. Von Asmaul Husna, von seinem Attribut Macht, nicht von ihm selber. Nicht von seiner, wir sind nicht Teil von Allah. Nee, wir sind ein Ausdruck, ein Ergebnis seiner Macht, von nur einem Attribut, von seinen unzähligen Attributen, und das ist Macht. Qadr oder Qadir. Al-Qadiru. Gibt's beides, ne? Qadiru und Qadir, oder? Ja. Nur eine Erscheinung von seiner Macht. Allahu Akbar. You understand? Not part of Allah. We are only appearing because of His name, power. His name, Qadr. From that name, we are here. Not from Himself, from Allah Himself, or from His essence or something. No. Only from that name we are appearing. With the beginning and end. Wir kommen von Allah und kehren zu ihm zurück. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aber wir kommen von Allah und kehren zu ihm zurück. Er sagt, sei und es ist. We are coming from Allah, coming from Him, and we are going back to Him. And because He is saying, Kun fayakun. Be, and it is. That is enough. Everything what you are seeing in everything from the creation is an appearance from His attribute power. Qadr.
Everything. Everything. The whole creation. Everything is just an appearance from his name, Qadr, from that attribute. Alle Dinge sind eine Erscheinung seines Attributes, Macht. Wir haben unsere Wirklichkeit, unsere Realität, unsere Wirklichkeit mit Allah, wir haben unsere Wirklichkeit mit Allah in seiner göttlichen Gegenwart. Das ist unsere Wirklichkeit. We have our reality with Allah in His divinely presence. Dieser Körper, der ist Repräsentant der Wirklichkeit. Er repräsentiert diese Wirklichkeit. Unser Original, also nicht der Repräsentant, sondern das Original, sind in göttlicher Gegenwart. Und wir sind, also das, was jetzt wieder hier erscheint, eine Reflexion, eine Kopie sozusagen dieses Originals. He's saying that this body, what we are sitting in it now, this body is representative of the reality, of our reality. Dieser Körper is representing reality, our reality with Allah. No? Yes? Understand? Zakaria? Yeah? Huh? We are representing. Your reality is not this. Because this is going. Has a beginning, has an end. But it is representing, you are representing the reality, because you are special. You said before that Allah has with everyone a speciality. Everyone has a special maqam, special station. You have a special thing. Nobody has like you. Nothing and nobody. You see? This, you have a reality with Allah, is always with Allah, never left Allah. Now, for this time, from the power, from His power, He gives us appearance in this creation, in this material creation. Huh? And that's the expression of Allah. That is an expression of what Allah created, Okay. not of No. what He created. You are representing this. When I see your face, yes, I can see something. Every face, you can see something special. Everyone is special. Manana was saying that every human being, he's representing some names. Not only one name, but at least 7 names, maybe more names. Like awliyas, there are thousands of names. Prophet, all names he's representing. All of them. All the names. We are representing a few names from your reality with Allah Almighty. Sitting here. Yeah? That is the meaning of this body is representative of the reality. Our original is in the divinely presence. Your original, what Allah created, your soul. That is, the original is in the divinely present. Also, other part, here is not written, but he said another time that is never left, never leaving, it's always with Allah. And here you are a reflection of that reality. Or a copy, he's saying. Copy of the original. Yeah? Our reality, also unsere Wirklichkeit ist seit ewigen Zeiten, ohne Anfang, in göttlicher Gegenwart, für alle Zeiten, ohne Ende. Our reality
is existing since eternity. As we said before, without beginning, without end, was always. That is the reality, is without, subhanallah, since eternal times, he's saying, but eternal, eternity, without beginning, we were in the divinely present, and forever, was always and forever. That is our reality, how it created us. Wir müssen erreichen die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, von der der Befehl ausgeht. Wir müssen in unserem Leben hier, in dieser Erscheinung, in der wir hier sind, repräsentierend unsere Wirklichkeit, müssen wir die Übereinstimmung mit dieser Wirklichkeit hier finden. Das ist unsere Aufgabe. Ja, mit der Realität, von der der Befehl ausgeht. We have to reach to the Übereinstimmung. We have to reach to be the same, to be exactly according to our reality. We have to be here to look to be the same as our reality, not to be different from our reality. Agreement. Huh? Agreement? Übereinstimmung? Yeah, agreement, yeah. Alignment. To be the same. If you are the same, like your reality, then it is alright. Perfect alright. 100%, 1000% alright. But we are not. We are not making connection with our reality, and so we are doing this and that and this and that with our ego and shaitan and this and that. You know, we are very chaos. But if someone, he is finding to be perfect state with his reality, then it is alright. He is saying the reality from which the order is coming. Which reality? The reality kun fayakun. From which is the order coming. Order is kun fayakun. No, he said. Be and it is. That is the order. That's all. Be and it is. Doesn't need more for Allah Almighty. You have to agree with this to be exactly like your reality in this world. This is what they are asking from us. And it is same like to be Rabbani. You know, when Allah is saying, wie heißt die Hadith? Wie geht die? يا عبدي أطيعني أجعلك ربانيا. يا عبدي أطيعني أجعلك ربانيا تقول لشيء كن فيكون. Oh my servant, follow me. Obey me, follow me, أطيعني, follow me, obey me, أجعلك ربانيا. and I will make you Rabbaniya, so that you can say kun fayakun. No? You know this? Yeah, Allah is saying in the Hadith al-Qudsi, He is saying, O mein Diener, folge mir, gehorche mir, dann mache ich dich Rabbani. Rabbani, er ist Rabb. Rabbani, also so wie ich, sagt er. Praktisch. Rabbani. So dass du sagen kannst, sei und es ist.
Du sagst, sei und es ist dann. Wie Allah sagt, sei und es ist, sagst du, sei und es ist. Sagt er hier, ja? Wenn du übereinstimmst mit deiner Wirklichkeit, von der Befehl ausgeht. Subhanallah, jeder komische Satz hier, auch wenn der auf Deutsch ist, das ist unglaublich, da ist alles drin. Das ist unglaublich. Wir kommen noch ein bisschen her. Das ist eine Lesson gewesen. Dann gibt es eine kleine Lesson noch. Das ist auch nicht so lang. Ja? Steht drauf, important lesson. Hat man einmal gesagt. Very important point. Und zwar geht es hier um die Attribute der Muslime. Die Attribute, der Eigenschaften von den Muslimen. Hassan ist ein Muslim. Und er sagt hier, wir befinden uns immer, uns ständig in dem Zustand, dass wir etwas benötigen. Ajis, Abdun Ajis, Daiman. Einige der Nöte und Bürden können wir tragen. Ja, einige Sachen können wir tragen. Ja, und es steht auch in unserer Macht, sie zu befriedigen. Einige Wünsche, Nöte und so weiter. Ihnen abzuhelfen. Aber den meisten Nöten können wir nicht selbst begegnen. Die meisten Bedürfnisse sind für uns unerreichbar. We are in a state that we always need something. Always. We are in need of something. We are in need. Ajis. Some of the needs we can, and also burdens, we can carry. Yeah, we carry it. And it is, we can satisfy these things, some of them. It is in our power. Allah gives us the power and the capacity to satisfy. Others, or most of them, let's say, most of our things, what we need and things, we cannot help ourselves. We cannot do ourselves to satisfy them. Most of the needs is for us not reachable. Most of it. Der Mensch ist schwach und arm. Wir müssen bitten, ja, wir bitten dann die Reichen und die Machtvollen. Es ist notwendig für die Muslime, speziell für Tarikat-Leute, alles, was sie brauchen, von ihrem Herrn zu erbitten. Ja, human being, he is weak and poor, ajis, daif, and we have to ask, if you are poor, you must ask the rich ones and the powerful ones. If you don't have, you are weak, you ask the powerful ones. You are poor, you ask the rich one. No, you have to ask. It is necessary for Muslims, especially for Tariqat people, everything what they are in need, to ask from their Lord. Alles fragst du von Allah. Our Grand Sheikh, unser Großscheich sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, der Allmächtige, sagte, O mein Volk, ihr müsst alles von mir erfragen, selbst die Riemen eurer Schuhe. Euer Schuhriemen, fragt auch von mir. Allahu Akbar. Das ist ein Befehl von Allah, alles von ihm selbst zu erfragen. Er weiß am besten, ob etwas gut für uns ist oder nicht. Und wenn er weiß,
welches Ding notwendig für uns ist, dann gibt er es uns. Oder wenn es nicht gut für uns ist, gibt er es uns nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, he was saying, Grand Sheikh was saying, that Allah subhanahu wa ta'ala was saying, "Oh my people, you have to ask everything from me. You must ask everything from me," he said. Jalla Jalaluhu. Even your Laces. huh? Laces. Laces of the shoes, laces of your shoes. Also you must ask. If you don't, you must ask. Everything, mashallah. This is an order. It's an order. It's an order from Allah Almighty. Everything to ask from Himself, just from Him, you are asking. He knows best what is good for you, or if something, what you are asking, is good for you or not. He knows best. And if He knows which thing is necessary for you, He will give it to you. He will give it to us, what He knows. Or, if it's not good for you, and you are asking for something, He is not giving. That means it's not good for you. Yeah? Understand, Zachariah? Wenn du aber fragst, "Oh Allah, gib mir 1000 Pfund." Und er gibt es dir nicht, weil du es verschwendest. Du würdest es verschwenden. Deswegen gibt er es dir nicht. Und so bist du vom Bösen beschützt. Allah, if you are saying, "Oh Allah, give me 1,000 pounds," He's not giving to you because you cannot carry his 1,000 pounds. You are wasting this money, maybe. So He's not giving to you. He protects you from the evil. So, das bedeutet, wenn du etwas erfragst und du bekommst es, dann ist es gut für dich. Wenn du es nicht bekommst, dann musst du wissen, dass diese Sache dich schädigen würde. Nicht alles, was der Mensch wünscht, ist gut für ihn. Manchmal erfragt er etwas, was gefährlich für ihn ist. Wenn du weißt, dass eine Sache gut für dich ist, musst du erbitten, und zwar stark erbitten, mit Power. Nicht im Halbschlaf, so ein bisschen. Ja, Allah, inshallah. Nee, wenn du weißt, dass es gut für dich ist, dann musst du richtig fragen. Nicht so ein bisschen. Sei so wie ein kleiner Junge, der beharrlich seine Eltern fragt, bis er es bekommt. Hast du mal einen Jungen gesehen? Der hört nicht auf, der bohrt dir ein Loch im Bauch, bis du krank wirst und sagst, jetzt gebe ich es ihm, nur damit er ruhig ist. Ja? Ja? So, if you are asking something and you get it, that means it is good for you. If not, you must know that this thing, what you were asking, gives you damage, harms you. Not everything what the human being wants is good for him. Sometimes he is asking something and it is dangerous for him. If you know something what is good for you, you are sure that this is a good thing for you, then, and you want it, then you must ask Allah very powerful. You must ask with power. Not
halbherzig, not half-hearted and half sleeping. Not half sleeping. You must really ask. If you know that it's good for you, then you say, Allah, give me, this is good. You must be like a boy who is not stopping to ask his parents something until he gets it. You saw a boy asking? He's not stopping until he gets it. And the father is saying, 10 times, after the 10 times he's giving him, just to make him quiet. Ein Muslim muss wissen, wen er fragt und wie er fragt. Und wenn du etwas von Allah bekommen hast, musst du es behalten und musst ihm Dank sagen. A Muslim, he must know whom he asks and how he is asking also. And when he got something from Allah, subhanahu wa ta'ala, then he has to keep it. From Allah Almighty, he's got it, he must keep it. And he must thank him. Yeah? A human being, he can, also warte mal, ein Mensch kann etwas erfragen von anderen Menschen natürlich auch. Ja? Kann dich was fragen. Aber er muss wissen, dass Allah diesem Menschen, den du fragst, die Inspiration gibt, zu geben. Oder er kann nichts geben. Ja, wenn jetzt, es ist natürlich erlaubt, dass ein Mensch einen anderen Menschen fragt, kannst du mir das und das geben? Ich brauche das und das. Und der gibt aber nur, der kann nur geben, wenn Allah ihm die Erlaubnis gibt, die Inspiration gibt. Das heißt, letztendlich musst du wissen, es ist von Allah, nicht von dem. Der kann nur geben, wenn er ihm die Erlaubnis gibt, wenn er ihm die Öffnung gibt. Sonst kann er ihm gar nicht geben. Geht nicht. Human being, he may ask another human being for something, and he must know that Allah subhanahu wa ta'ala, he will give to that human being the inspiration to give him. It is Allah to give him the inspiration. If he is not giving inspiration, not the opening to give him, he will not give. He will not give. It's always Allah, but it is okay to ask the human being. But you must know that there is Allah. That what is, alhamdulillah. Good. Very interesting lesson, mashallah. Yeah, but that's more point. We have to be thankful also for the human being. Some people take this point to say it's from Allah, it's not from you. They take something from human being, then say it's not from you, it's from Allah, you are nothing. Yeah. That don't mean that we don't be thankful for each other. No. You must thank Allah and you thank the human being also. You thank him because he is listening to Allah's inspiration. That he is a servant from Allah and he is listening and he is open and he is receiving this inspiration. He is acting to it. For that you are thinking. MashaAllah. ومن الله توفيق برحمة الفاتحة. Dann nächstes Mal lesen wir, next time we'll read, our grandchild was illiterate. Allah gave him divine knowledge, which is not given to everyone. Like Prophet sallallahu alaihi wasallam.